Deutsch lernen durch Hören. Ein ganz normaler Tag. Der Wecker hat noch nicht geklingelt, aber Florian ist schon wach. Er wacht oft früh auf. Er möchte den Wecker ausmachen, bevor seine Frau aufwacht. Sie hat heute frei und muss nicht so früh aufstehen. Florian greift wie jeden Morgen nach links, wo sein Wecker steht. Aber heute steht da kein Wecker. Dort liegt seine Frau. Haben sie nachts die Plätze getauscht? Florian liegt sonst immer links im Bett und Sonja rechts. Merkwürdig, denkt Florian. Er greift über seine Frau hinweg und sucht nach dem Wecker. Er steht aber nicht wie gewohnt auf dem Nachtschränkchen. Es klingelt hinter Florian. Es ist sein Wecker. Er steht auf der anderen Seite. Sehr merkwürdig, denkt er und macht den Wecker aus. Er steht auf und frühstückt wie jeden Morgen. Während Florian Kaffee kocht, sieht er sich die Kaffeemaschine an. Er hat sie vor 2 Jahren gekauft. War die Maschine schon immer dunkelblau? Überlegt Florian. Ich dachte, sie wäre schwarz. Er ist ahnungslos. Eigentlich ist ihm die Farbe der Kaffeemaschine egal, solange die Maschine funktioniert. Und sie funktioniert gut. Der Kaffee schmeckt lecker. Nach dem Frühstück geht Florian ins Badezimmer, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Als er die Zähne putzen möchte, fragt er sich, wo seine Zahnbürste ist. Sie steht nicht da, wo sie sonst immer steht. Florian guckt im Schrank hinter dem Spiegel nach. Da steht der Becher mit seiner Zahnbürste. Warum steht sie im Schrank? Fragt sich Florian. Vermutlich hat seine Frau die Zahnbürste in den Schrank gestellt. Als Florian fertig ist, muss er los. Er fährt denselben Weg zur Arbeit wie jeden Morgen. Er möchte auf demselben Parkplatz parken wie jeden Morgen, aber das geht nicht. Er ist besetzt. Mist, flucht Florian. Der Parkplatz ist eigentlich für ihn reserviert. Es gibt dort sogar ein Schild, auf dem reserviert steht. Das ist ärgerlich. Nun muss er einen anderen Parkplatz suchen. Es sind nur noch Parkplätze frei, die weit weg sind. Jetzt wird Florian nass, denn es regnet. Leider hat er auch keinen Regenschirm im Auto. Dieser Morgen gefällt Florian gar nicht. Irgendetwas stimmt nicht, aber er weiß nicht, was es ist. Es sind so viele kleine Dinge, die heute anders sind. Während Florian zum Eingang läuft, hält er seine Tasche über den Kopf. Das hält ihn zwar nicht so trocken wie ein Regenschirm, aber es ist besser als nichts. Dann steigt Florian wie jeden Morgen in den Aufzug. Er fährt in den 3. Stock. Dort ist sein Büro. Er arbeitet als Architekt. Im 3. Stock hat nicht nur Florian sein Büro, sondern auch ein Anwalt hat ein Büro gegenüber. Außerdem gibt es dort eine Ärztin. Der Aufzug hält an und die Türen öffnen sich. Florian steigt aus. In Gedanken ist er schon bei seinem ersten Termin. Er sucht den Schlüssel für sein Büro in seiner Jacke. Kaum hält er den Schlüssel in der Hand, lässt er ihn vor Schreck fallen. »Das darf doch nicht wahr sein«, ruft er. Vor ihm an der Wand hängen die Schilder für den Anwalt und die Ärztin. Aber Florians Schild ist weg. Stattdessen hängt dort ein Schild für eine Zahnärztin. Melek Yilmaz, Zahnärztin, steht auf dem Schild. Einen Moment überlegt Florian, ob er in der falschen Etage aus dem Aufzug gestiegen ist. Aber die anderen Schilder sind dieselben wie immer. Florian möchte wissen, ob er die Tür der Zahnärztin aufschließen kann. Denn
Das war gestern noch die Tür von seinem Büro. Es geht nicht. Was ist mit meinem Büro passiert? Überlegt Florian. Über Nacht hat bestimmt niemand aus meinem Büro eine Zahnarztpraxis gemacht. Dafür braucht man viel mehr Zeit. Er holt sein Handy aus der Tasche und googelt den Namen der Zahnärztin. Google sagt, die Zahnarztpraxis gibt es schon seit 5 Jahren. Aber das ist doch unmöglich. Der Aufzug öffnet sich hinter Florian und der Anwalt steigt aus. Florian kennt ihn schon seit Jahren. Manchmal essen sie zusammen Mittag. Doch heute erkennt der Anwalt Florian nicht. »Hallo, kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie zu mir?« Der Anwalt zeigt auf sein Schild. Florian ist sprachlos. Er schüttelt den Kopf und steigt in den Aufzug. Was soll er nun tun? Was für ein Albtraum, denkt er, während er durch den Regen zu seinem Auto läuft. Im Auto nimmt Florian wieder sein Handy zur Hand. Diesmal googelt er seinen Namen. Er findet Ergebnisse für einen Architekten mit seinem Namen. Die Adresse von seinem Büro ist aber eine andere. Es ist in der Hauptstraße 23 und nicht wie bisher in der Goethestraße 15. Eigentlich möchte Florian jetzt direkt wieder nach Hause. Aber er möchte auch wissen, ob sein Schlüssel bei der anderen Adresse passt. Also fährt Florian zur Hauptstraße 23. Das Haus ist noch sehr neu. Es ist moderner als das andere. Es gibt auch gute Parkplätze direkt nebenan. Mit dem Schlüssel in der Hand geht er zur Haustür. Die Tür ist offen. Im Hausflur sind Schilder angebracht. Florians Name steht auf einem der Schilder. Sein Büro ist im 1. Stock. Florians Herz schlägt heftig vor Aufregung, als er die Treppe nach oben geht. Er ist noch nie in diesem Gebäude gewesen. Trotzdem steht sein Name auf einem Schild im Flur und an einer Tür. Florian steckt den Schlüssel in das Schloss. Er atmet tief durch. Dann dreht er den Schlüssel und die Tür geht auf. Dahinter befindet sich ein Raum mit mehreren Türen und einem Schreibtisch. Hinter dem Schreibtisch sitzt ein junger Mann. Er scheint Florian zu kennen und begrüßt ihn. »Hi, du bist etwas spät. Herr Müller ist schon da. Er wartet in deinem Büro. Ich habe ihm eine Tasse Kaffee gebracht.« Florian antwortet nicht. Er kennt den jungen Mann nicht, aber mit Herrn Müller hat er gestern telefoniert. Hoffentlich ist es derselbe Herr Müller. Schließlich ist Müller kein seltener Name. Florian betrachtet die Türen. Hinter welcher Tür ist sein Büro? Auf einer der Türen steht WC. Das ist wohl nicht sein Büro. Auf der nächsten Tür steht Küche. Dann bleibt nur noch eine übrig. Florian geht hinein. Auf einem Stuhl vor dem Schreibtisch sitzt Herr Müller. Es ist der richtige Herr Müller. Aber erinnert er sich auch an das richtige Telefonat? Heute ist so viel anders als gewöhnlich, dass Florian sich nicht sicher ist. »Hallo, Herr Müller. Schön, dass Sie heute hier sind. Ein Telefonat kann ein persönliches Gespräch nicht ersetzen. Lassen Sie uns noch einmal alles zusammenfassen, was wir bisher besprochen haben.« Herr Müller zählt viele Dinge auf, an die Florian sich erinnert. Aber es gibt auch einige, die ihm unbekannt sind. Das Gespräch mit Herrn Müller läuft gut, doch einen weiteren Termin schafft Florian nicht. Er möchte nach Hause fahren. Er sagt dem jungen Mann Bescheid, der anscheinend für ihn arbeitet.
Dann fährt er nach Hause. Seine Frau ist nicht zu Hause. Sie ist bestimmt beim Einkaufen. Florian geht ins Schlafzimmer. Dort hat es angefangen, merkwürdig zu werden. Er sieht sich im Zimmer um. Alles sieht normal aus. Nur die Seiten des Betts sind falsch. Florians Sachen liegen auf der Seite seiner Frau und umgekehrt. Florian hat keine Ahnung, was in der letzten Nacht passiert ist. Aber vielleicht kann er es rückgängig machen. Darum zieht er seinen Schlafanzug an und legt sich ins Bett. Er legt sich in die Mitte. Dann wartet er, bis er einschläft. Als Florian aufwacht, ist alles wieder normal. Juhu, ruft er erleichtert.